Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. In meinem Kopf überschlagen sich die Ideen und Dinge, die ich machen möchte. Viele coole neue Minis zum Geburtstag geschenkt bekommen oder mir in den letzten Wochen selbst gegönnt. Da ich aber auch noch viele Minis mit Status fast fertig auf dem Tisch stehen habe, setzte ich mir selbst eine Aufgabe. Erst den Tisch frei bekommen und Zeug fertig machen, bevor irgendwas Neues ausgepackt und angefangen wird. Was währenddessen alles so passiert ist, erfahrt ihr in diesem Video. Morgens, am 20.06. an Theodors Geburtstag, habe ich die Zeit morgens genutzt, um direkt mal loszulegen. Was stand denn noch so auf dem Tisch rum? Den Start machte dann hier dieser Neurotyrant. Der war in der Leviathan Loungebox drin, also Loungebox der 10. Edition. Oder ist mittlerweile auch als Bundle mit dem Screamer Killer, als Schwarmstrecken-Bundle erhältlich. Der steht schon Ewigkeiten auf meinem Tisch rum, mehr oder weniger angemalt, aber eben bei diesen 80-90%. Ohne Tiefe, ohne Details, war mir einfach noch zu flach. Und deswegen habe ich da einfach mal gestartet, ein bisschen mit Dry-Brushen, die Tentakel ein bisschen besser rausholen. Dieses Video hier sollte ursprünglich eine Art Vlog über mehrere Tage werden, aber es lief natürlich alles mal wieder komplett anders. Ich zeige euch in dem Video ein paar meiner Modelle, an denen ich gearbeitet habe und vor allem, wie ich diese von den typischen 80-90% auf den Status fertig gebracht habe. Also wann waren die Modelle für mich selbst gut genug und fertig? Was habe ich ergänzt? Welche Details fehlten mir vorher? Was waren Gründe, warum die Modelle für mich einfach zuvor nicht abgeschlossen waren? Ich gehe dabei auch auf ein paar Details ein, zeige ein paar der einzelnen Schritte und erkläre auch das eine oder andere. Aber das Video hier ist kein klassisches Tutorial. Es ist eher eine Art Einladung. Lehnt euch einfach ein paar Minuten zurück, schaut mir ein bisschen über die Schulter. Ich teile dabei auch meine Gedanken rund ums Thema Motivation im Hobby und vielleicht ist da auch der ein oder andere kleine Impuls für euch dabei. Oder ein Gedanke, der euch einfach gut tut. Ein weiteres Modell, das Ewigkeiten auf meinem Tisch verbrachte, ist dieser Loon Boss, der Gloomspite Kids, sowie ein paar andere der eher besonderen Modelle in dieser großen Einheit, 20 Gloomspite Kids Shooters, habe ich gedacht, ey komm, 20 Modelle auf einen Schlag, riesige Einheit, das wird der Hammer. Ja, und das hat irgendwie dann auch extrem so eine Blockade reingehauen, weil diese kleinen Bogenschützen, die ich da gebaut habe, die waren ehrlicherweise brutal langweilig. Da sind dann hier auch ein paar coole Modelle dabei. Ein Anführer, der Flaggenträger. Die Flagge ist super genial geworden, finde ich. Hier auch das Schild von dem Anführer, der auf so einem kleinen Stein steht. Ist schon cool. Da ist auch noch so ein kleiner Musiker dabei. Und ja, die Bogenschützen waren eigentlich lange schon fertig und gut genug eigentlich. Da konnten wir, ja, da war es mir jetzt auch gar nicht so wert. Da waren so viele Modelle, die in der gleichen Pose standen, also aus der kompletten Box da mit den 20 Modellen. Das blendet euch nochmal ein, welche Variationen es da gab. Und da war halt echt nicht viel Variation. Das hat sich so oft wiederholt, so repetitive Arbeit, so puh. Aber ja, aus diesen besonderen Modellen der Einheit, da wollte ich halt schon noch ein bisschen was rausholen, damit sich die Mühe wenigstens gelohnt hat. Und das führte einfach dazu, dass halt die komplette Einheit aus 20 Modellen auch auf dem Tisch stand. Ununterbrochen daran erinnerte, dass diese Einheit nicht fertig ist. Zu dem Zeitpunkt dieser kleinen Aufgabe, dieser kleinen Challenge, die ich mir selbst gesetzt habe, hatte ich 1273 Modelle in meiner Liste erfasst. Ja, ich habe eine detaillierte Excel-Liste meiner Modelle und dem jeweiligen Fertigungsstatus. I have detailed files. I want to know everything. Und wann ich die gekauft bekommen habe und wann sie fertig wurden. Klingt vielleicht jetzt auch etwas
seltsam oder verrückt für den einen oder anderen. Vielleicht hat aber auch einfach der berufliche Werdegang so ein bisschen aufs Privatleben, aufs Hobbyleben ausgeschlagen. Beruflich immer in ganz vielen Projekten managen müssen, koordinieren müssen, Ressourcen, wer macht wie, wo, was ist verfügbar, was ist der Status, wie weit sind Aufgaben abgeschlossen, wie weit ist man fertig, welche Deadlines können gehalten werden, etc. Ja, und irgendwann ist das auch alles so mit ins Hobby mit reingeflossen. Jetzt aber weniger, um Stress zu verursachen, sondern einfach um da ein bisschen auch Struktur und Organisation reinzubekommen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich zu diesem Zeitpunkt 1273 Modelle in dieser Liste erfasst hatte. Das sind nicht alle Modelle, die ich besitze. Das heißt, alles, was auf dem Dachboden noch ist, alles aus den ersten 20 Jahren meiner Warhammer-Laufbahn ist da nicht erfasst in dieser Liste. Es ist fast sogar ein bisschen erschreckend jetzt für mich, wenn ich darüber spreche. Von den 1273 Modellen in dieser Liste sind auf jeden Fall 413 Modelle komplett fertig, sind für mich gut genug, um das so zu sagen. Da werde ich nichts mehr dran machen. Die passen für mich. Das ist Base gestaltet. Die Modelle sind angemalt auf dem Status, mit dem ich zufrieden war. Und die Modelle sind fertig. Das heißt, in Summe sind 32% dieser Modelle, der erfassten Modelle, fertig. Das war also die Ausgangsgrundlage und meine Hoffnung war, dass ich durch diese Mini-Challenge, die ich mir selbst gestellt habe, da einiges in eine entsprechende Richtung treiben kann, dass der Fertigstellungsgrad höher wird. Zwischenzeitlich hat man im Hintergrund auch gesehen, dass ich so einen Paintpot gereinigt habe. Es ist oftmals so, dass ich in diesen Plastikdeckeln da einfach Farbe sammle, die dann antrocknet. Dann verschließen die Pots nicht mehr richtig gut genug und dann trocknet noch mehr Farbe aus. Und ja, muss man einfach ab und zu dann mal reinigen. Besser ist es natürlich mit den Dropper Bottles, die man so von Army Painter kennt, die man von Vallejo kennt. Da hat man jetzt das Problem, im Speziellen mit den Deckeln nicht, dass die Deckel nicht mehr richtig schließen, aber eintrocknen können die gerade oben, wo man die Farbe raustropfen kann, können die ja natürlich trotzdem eintrocknen. Mittlerweile sind wir auch am nächsten Tag angekommen, 21.06.2025, auch wieder fleißig angefangen zu malen. Nochmal Details gemacht, nochmal die Tentakeln hier optimiert, versucht Details rauszuarbeiten, die einfach ein bisschen plastischer und auch ein bisschen ekliger erscheinen zu lassen. Habe dann auch eine Pause eingelegt, habe dann erst am Nachmittag weitergemacht. Wollte dann hier mit einem Lack einfach so ein bisschen dieses glänzige, schleimige der Tentakeln hervorheben. Es gibt da hier 2 Lackarten, die ich hier von Citadel zum Draufpinseln habe. Das eine ist Storm Shield, das ist eher ein matter Lack. Und dann der Art Code Lack ist die glänzende Variante, das ist ein Gloss Varnish. Gibt es natürlich auch von vielen anderen Marken und Herstellern. Das sind jetzt die beiden, die ich mal ausprobieren wollte. Ein Lack ist natürlich auch gut dazu geeignet, euer Modell zu schützen. Gerade wenn man mit den Modellen spielt, das ist einfach nochmal ein Schutzlack, der aufs Modell aufgetragen wird, damit die Farben erhalten bleiben, damit sie sich nicht abreiben beim häufigen Anfassen. Aber gerade mit dem glänzenden Art Code, mit dem Lack, da kann man auch so einen organischen, schleimigen Effekt erzeugen. Das habe ich dann auch hier benutzt. Für die Tentakeln, für die Gehirne dieser Tyranniden. Kann man auch für Zungen benutzen, kann man auf die Zähne mit drauf machen. Hier auch noch so andere halbfertige Modelle, die auf dem Tisch standen. Ein geflügelter Alpha-Krieger und 3 Van Ryan Leapers. Das sind jetzt die bei dem Combat Patrol Abo dabei waren. Die
gleichen Modelle hatte ich auch schon mal gebaut und angemalt aus der Warhammer 40k Starterbox. Und da ich dann einfach nicht nochmal genau die exakt gleichen Modelle wollte für meine Tyranidenarmee, habe ich begonnen, bei diesen Modellen die Posen leicht zu ändern, indem ich die Gliedmaßen anders angebracht habe, einfach um mehr Varianz in die Armee reinzubringen. Mit dem Artcode Glanzlack bin ich auch über die Axt von Astorath drüber oder hier über die Pilze beim Loonboss auf dem Base und auch bei der Sichel-Axtwaffe, die er da trägt. Tja, und dann war der große Moment gekommen. Die große Einheit der 20 Shooters wurde in die Box verräumt. 20 Modelle weg vom Tisch, rein in die Box. Großer Erfolg. War schon ein gutes Gefühl. Wegräumen der Modelle hat mich dann auch etwas abgelenkt, vor allem der rechte Platz, der rechte Arbeitsplatz in der Hobby-Ecke hat mich abgelenkt, weil da ist mir dann erstmal klar geworden, wie voll der ist, wie dreckig der war, wie vollgestellt der war, wie weit ich mich da ausgebreitet habe eigentlich in den letzten Wochen und Monaten. Und es ist eigentlich der Platz, an dem die Kinder malen, an dem meine Frau malt. Und der ganze Platz war einfach nicht mehr einladend. Man hätte gar keinen Platz gehabt, um sich da hinzusetzen, um was zu malen. Und dann habe ich beschlossen, okay, du wolltest ja einen ordentlichen Tisch haben wieder. Das gehört eben auch dazu. Und dann habe ich die Ecke aufgeräumt. Ja, noch viele, viele Modelle hier. Theodorosaurus Hornnacken auf einem Agradon. Grundiert, bereit zum Bemalen. Stormcast Eternals aus der Skaven Flutbox. Da habe ich mir die Skaven-Seite geschnappt. Meine Frau dann die Stormcasts. Hier auch mit einem ziemlich krassen Farbschema, was sie da gemacht hat. Richtig genial. Meine Stormcasts sind halt einfach dieses klassische Retributor Armor. Das hier sieht tausendmal geiler aus. Das hat meine Frau. Eigentlich müsste die den Channel machen. Ja, sieht man auch schon, Umhang war total verstaubt. Das bleibt dann halt auch nicht aus, ne? Ja, und während mein Vergangenheits-Ich hier ganz fleißig aufräumt und sauber macht, können wir mal über Motivation im Hobby sprechen. Ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht und habe da mal für mich 5 Punkte aufgeschrieben, die ich gerne jetzt in dem Video mit euch teilen würde. Sozusagen meine 5 Kernbotschaften hinsichtlich Motivation im Hobby. Zuerst, unfertige Projekte blockieren Energie. Angefangene Dinge nehmen Platz ein, nicht nur auf dem Tisch, sondern auch im Kopf. Und wenn man zu viel offen hat, so geht's mir auch, verliert man einfach den Überblick und auch die Lust. Deswegen habe ich für mich gesagt, Ordnung auf dem Basteltisch, Ordnung in der Hobby-Ecke ist gleich Klarheit im Kopf. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und der ist auch ganz, ganz wichtig, nicht nur im Hobby, sondern allgemein im Alltag fürs Leben. Nicht alles muss perfekt sein. Das habe ich schmerzlich lernen müssen. Ich tue mir immer noch sehr schwer damit, weil man wartet oft auf den richtigen Moment. Das perfekte Setup, die perfekte Gelegenheit, die perfekte Idee. Aber der beste Moment ist, einfach anzufangen oder einfach weiterzumachen. Das hat dazu geführt, dass ich diesen Channel gestartet habe. Das hat dazu geführt, dass ich hier Fortschritte beim Aufräumen der Hobby-Ecke hatte. Und die Botschaft, die ich euch da mitgeben will, ist einfach, fertig ist besser als perfekt. Der erste Schritt ist oft der wichtigste. Es gibt ja auch den Spruch, der Weg ist das Ziel, yada yada. Aber irgendwas abzuschließen, das ist einfach ein tolles Gefühl. Und sind wir mal ehrlich, was ist denn wirklich perfekt? Es gibt nicht das perfekt angemalte Modell, es gibt nicht das perfekte Produkt, es gibt nicht das perfekte Buch. Gut, es gibt einen perfekten Film, Terminator 2, aber ihr wisst, was ich meine. Der dritte Punkt, der mir bei meinen Überlegungen so kam, ist, man sollte sich eher durch den Fortschritt belohnen, nicht durch Kauf. Was meine ich damit? Manchmal kauft man sich einfach neue Miniaturen,
neue Boxen, neue Bücher, neue Comics, irgendwas Neues. Kaufen geht sehr schnell. Und dieser Dopaminkick, den man dadurch bekommt, der ist aber genauso schnell auch wieder weg. Bei mir ist es leider auch oft so, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich stark gestresst bin, wenn es mir einfach nicht gut geht, dann tendiere ich dazu, das oft durch Kaufen zu kompensieren. Das hat natürlich zum einen auch dazu geführt, man sieht es in meiner Hobby-Ecke, ich habe unzählige Boxen. Ich sage dazu auch nicht Pile of Shame, das habe ich ja in meinem allerersten Video auf dem Kanal auch schon gesagt, das ist mein eigener Warhammer Store, mein eigener Hobby Store. Da kann ich aufstehen, kann mir eine neue Box nehmen, kann das auspacken, wann immer ich Bock drauf habe, ohne erst irgendwas bestellen zu müssen, auf die Post zu warten oder aus dem Haus zu müssen. Das ist mein Hobby Store. Ob man da jetzt so eine Masse ansammeln muss, ist natürlich der andere Punkt. Aber zurück zum Thema. Oftmals ist es so, dass es einfach so ein schneller Kick, den man sich beschaffen kann. Du hast Kaufen von einer neuen Box. Natürlich spielt hier auch Fear of Missing Out, also FOMO mit rein. Aber so richtig aus dem Motivationsloch holt es einen ja nicht raus. Es ist ein Kick, cool, man hat was Neues gekauft. Man hat die coole neue Box, das coole neue Modell, was innerhalb von 24 Stunden sowieso dann nicht mehr verfügbar wäre. Man hat es gesichert etc. Aber dieser kurze Dopaminkick, das ist kein Motivationsboost. Es ist einfach nicht so ein großer Motivationsboost auf lange Sicht. Wahre Motivation kommt beim Machen. Wenn wir unsere Modelle zusammenbauen, bemalen, unsere Modelle auf die Schlachtfelder führen, das ist doch die Motivation im Hobby für uns. Dieses Gefühl, ich habe jetzt dieses Modell fertig gemacht, ich habe diese Einheit fertig gemacht, meine ganze Armee ist fertig, ist spielbereit, das sieht geil aus, da ist man stolz drauf. Das ist doch dieser motivierende Faktor des Ganzen. Und deswegen sollte man da, das werde ich jetzt auch versuchen, ihr habt es eingangs gesehen, das ist ein Riesenberg an Miniaturen, der jetzt noch neu dazu kam, aber ich werde es versuchen, wirklich mich mehr durch Fortschritt zu motivieren, statt durchs Kaufen von neuen Modellen. Aber bevor wir jetzt mit dem 4. Punkt weitermachen, ist der rechte Platz hier in der Hobby-Ecke nicht genial geworden? Sieht es nicht viel, viel besser, aufgeräumter und einladender aus? Da hat man doch jetzt wieder richtig Bock, sich hinzusetzen, sich ein Modell zu schnappen und anzumalen. Der 4. Punkt dazu ist, schaffe Platz für Neues, auch emotional. Wenn die Hobby-Ecke voll ist, wenn der Tisch voll ist, wenn die Schubladen überquillen, dann kommt kein neues Projekt so richtig zur Geltung. Es tut unglaublich gut, Dinge abzuschließen, einen Strich drunter zu setzen. Und ja, auch kleine Teilerfolge sind echte Erfolge. Für mich ist es ein ganz tolles Gefühl, wenn ein Modell einfach fertig ist und dann auch zu den anderen Modellen der Armee in die Box kommt. Für mich ist es ein Erfolg, wenn das Modell bei dem nächsten Spiel auf dem Schlachtfeld steht. Da entstehen Storys auf dem Schlachtfeld, aber das ist ein anderes Thema. Abschließen heißt eben auch Platz schaffen, macht Dinge fertig, schafft Platz für neue Energie, für neue Kreativität. Für mich, für meine Hobby-Ecke, für meinen Spaß am Hobby war es unglaublich wichtig, da jetzt einfach auch mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Dinge fertig zu machen, die seit Monaten auf dem Tisch stehen, in der Ecke stehen und die mich immer daran erinnern, hier fehlt vielleicht noch ein Pinselstrich, da fehlt noch was. Manchmal konnte ich mich nicht mal mehr daran erinnern, was bei den Modellen eigentlich denn noch fehlte und nicht fertig war. Also die Botschaft ist, Platz schaffen für neue Energie und neue Kreativität. Und der 5. abschließende Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. An anderen orientieren, sich von anderen inspirieren lassen, okay, aber jeder tickt anders. Und das ist okay. Dieses Hobby ist so vielfältig und die Menschen in diesem Hobby sind genauso vielfältig. Jeder tickt anders. Manche brauchen absolutes Chaos, um überhaupt kreativ zu sein. Andere brauchen absolute Ordnung.
Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Das Wichtigste ist nur, es muss sich für jeden Einzelnen gut anfühlen. Nicht, weil irgendjemand in den sozialen Medien den perfekt aufgeräumten Tisch hat mit dem perfekten Paint-Track oder ich jetzt hier diesen Hobbyschrank gebaut habe. Da habe ich ja auch einen Kommentar bekommen, oh, das ist voll cool und bei mir quillt alles über mit Lego-Boxen. Man kann sich da inspirieren lassen, man kann sich dran auch orientieren, aber jeder muss für sich so sein eigenes Ding finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf einfach auch keine falsche Scheu haben. Diese Scheu, die ich so lange Zeit hatte, habe ich, glaube ich, auch mit dem YouTube-Kanal zumindest ein bisschen überwunden. Und ganz wichtig ist auch einfach, du musst nicht so sein wie die anderen im Hobby. Ganz, ganz wichtig. Und mir geht es dabei auch gar nicht darum, die Skills von professionellen Miniaturenbemalern und Bemalerinnen kleinzureden. Überhaupt gar nicht. Nee, im Gegenteil. Ich habe größten Respekt vor solchen Menschen, die sich so spezialisiert haben bei der Miniaturenbemalung. Da sehe ich Fotos von Modellen und denke, wow, das ist so krass, das wirkt so realistisch. Die Haut, sieht aus wie bei einem echten Menschen. Das ist unglaublich genial. Aber was ich auch für mich gemerkt habe, deswegen die Message, man darf sich da auch nicht nur daran messen. Man fühlt sich da sonst unglaublich klein und schlecht und das hemmt dann auch wieder das Hobby. Nehmt es einfach als Inspiration, schaut euch Dinge an, haltet die Augen und Ohren offen, schaut euch Dinge an, lasst euch inspirieren, aber behaltet immer im Hinterkopf, jeder tickt anders. Ich tick anders, du tickst anders, jeder tickt anders. Und das ist auch gut so. Und so soll es sein. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit meinen Worten nicht zu sehr gelangweilt. Wenn ihr noch hier seid, schön, dass ihr noch da seid. Was meint ihr dazu? Zum einen, wie motiviert ihr euch fürs Hobby? Kennt ihr die Dinge, die ich angesprochen habe? Habt ihr vielleicht ganz eigene Punkte, die ihr mit uns teilen wollt? Dinge, mit denen ihr im Hobby am Spaß festhalten könnt, euch motivieren könnt? Lasst es mich wissen, lasst uns wissen, schreibt es in die Kommentare, würde mich echt freuen. Mittlerweile sind wir hier in dem Video dann auch am 24.06. angekommen. Das ist jetzt der 3. Tag, an dem ich male. 2 Tage dazwischen gar nichts gemalt, keine Motivation gehabt. Hier seht ihr auch nochmal den geflügelten Alpha-Krieger, wie er von Games Workshop gedacht ist in seiner Pose. Und das hier ist dann meine eigene Interpretation. Ja, so ein Stein noch mit dazu gepackt. Im Endeffekt sind es einfach Korkstücke, die da angemalt sind. Das kommt jetzt hier leider auch gar nicht so cool rüber. Das ist also so schleimisches Zeug. Einfach so dieser Tyrannidenschwarm, der eben alles absorbiert. Die Steine lösen sich auf und so wollte ich darüber bringen. Auf jeden Fall finde ich meine Pose oder meine Interpretation für den geflügelten Alpha-Krieger viel dynamischer, viel bösartiger, viel aggressiver auch. Ja, bei den manuellen Lipas habe ich dann auch nochmal hier und da kleinere Modifikationen gemacht. Einfach diese Essenzen, Krallen, Klauen ein bisschen anders angebracht, den Winkel leicht geändert, damit die eben nicht alle gleich aussehen. Dann nehmen wir doch mal die Kamera mit. Hier steht meine Box mit den angemalten Tyranniden und ich finde, es sieht schon ziemlich geil aus. Und da kommen die dann auch dazu, sobald ich mit denen zufrieden bin. Wie gesagt, das war jetzt der 3. Tag der Bemalung. Das ist auch der letzte Tag, den ich euch jetzt hier auch zeige. Dann hier bei den Tyranniden noch Dry-Brushed Highlights rausgearbeitet. Und dann sind andere Dinge passiert. Dann kam die neue Combat Patrol Lieferung.
zwischenzeitlich andere Videos gedreht, andere Dinge gebastelt, vorbereitet etc. Hab dann da zwischendrin noch die Orks aus der zweiten Edition, die ich auch davor mal angefangen hatte. Die habe ich dann auch mal wieder reingeschoben, weil es auch so ein Projekt war. Das stand ewig da. Ich habe da schon Dinge gefilmt gehabt. Das Video ist ja schon auf meinem Kanal verfügbar, ist schon öffentlich. Aber das war auch so ein Projekt mit den Orks. Angefangen, intensiv dran gearbeitet, Motivation dran verloren. Dieses Video oder dieses Experiment gestartet, mir diese Challenge gesetzt, dran gearbeitet. 3 Tage, also 2 Tage hintereinander, 2 Tage Pause, 1 Tag dran gearbeitet und dann wochenlang weder die Energie noch die Motivation, keine Lust, keine Ahnung, andere Dinge gemacht und es blieb einfach stehen. Als wenn es jetzt wirklich so eine Challenge gewesen wäre, eine Woche jeden Tag malen oder in einer Woche so viele Modelle wie möglich fertig machen, ja, dann wäre die Challenge vermutlich fehlgeschlagen. Also wir haben jetzt den 10. Juli. Das heißt, seit dem Start dieser selbstgesetzten Aufgabe bis heute sind ja fast 3 Wochen vergangen. Im Endeffekt habe ich aber nur 3 Tage gemalt für dieses Experiment, für diese Challenge. Und auf dem Tisch steht immer noch genug Zeug rum. Aber können ja auch gleich nochmal schauen, wie denn jetzt so der Fertigungsstand aussieht in meiner Liste. In Summe habe ich jetzt 1433 Modelle erfasst. Das heißt, da kam noch mal einiges mehr dazu. Ja, vor allem die Boxen, die ich euch eingangs auch gezeigt habe. Kam was auf Geburtstag dazu. Dinge geschenkt bekommen. Dinge, die man sich selbst gegönnt hat. Kamen viele neue Modelle dazu. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch Dinge abschließen können. Ich habe die Mondwarn-Shooters fertig bekommen. Ich habe den Loon-Boss fertig bekommen. Der Neuro-Tyrant, der wirklich monatelang auf meinem Tisch stand, ist endlich fertig. Ist weg vom Tisch. Ich habe die rechte Seite der Hobby-Ecke wieder aufgeräumt, damit man sich da wieder wohlfühlt, damit man da Bock drauf hat, sich hinzusetzen und was zu malen. Und von dem her, ja, die Zahlen blende ich jetzt hier nochmal ein. Fertigstellungsgrad ist natürlich runtergegangen. Okay, aber soll ich jetzt deswegen traurig sein? Nein. Für mich war das trotzdem ein Erfolg. Ich fühle mich wohler in der Ecke. Es gibt trotzdem noch genug zu tun. Und es kam halt dann auch diese Combat Patrol Lieferung mit zwischen rein. Da waren Terminatoren drin. Die musste ich einfach zusammenbauen und anmalen. Da wird es auch noch ein separates Video dazu geben. Das wird ein richtiges Bau- und Maltutorial werden. Und die habe ich dann auch an 2 oder 3 Tagen, also 2 oder 3 Mal-Sessions, die so verteilt waren, komplett fertiggestellt. Und es war einfach sehr cool. Das Paket der Combat Patrol kam an. Ich habe die Terminatoren gesehen. Ich habe ein kleines Unboxing dazu gemacht. Und habe die zusammengebaut, angemalt, bam, fertig, geil. Jetzt habe ich 5 Terminatoren für meine Blood Angels, 5 neue Terminatoren. Sau cool, ich liebe die Modelle. Und das war auch cool. Deswegen, wenn mir das Video nur eins gebracht hat, ist es auch der Punkt, nicht alles muss perfekt sein. Ja, habe ich ja auch im Video als einen Punkt aufgeführt. Und ich hatte den perfekten Plan, Vlog oder wie auch immer man es nennt und Super Painting Challenge. Es ist anders gekommen, als ich es gedacht habe, als ich es geplant habe, aber es ist trotzdem gut geworden. Ich habe Fortschritt gemacht, Dinge sind fertig geworden und ich bin zufrieden damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet da was mitnehmen. Wenn ihr so lange da wart, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, das hilft mir sehr. Lasst mir ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, das freut mich immer sehr. Ich lese die immer sehr gerne und beantworte die Kommentare. Also, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.